Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Tagesschau heute wegen Hörergewalt aus München. Schon am ersten Tag nach dem Inkrafttreten des verschärften Tempolimits in Italien hat die Polizei gestern in 6.000 Fällen Verstöße gegen die Neuregelung geahndet. Polizeisprecher äußerten sich zufrieden über das Verhalten der Autofahrer. Allgemein sei langsamer gefahren worden. Außerdem habe es weniger tödliche Unfälle gegeben. Bundesverkehrsminister Warnke hat unterdessen die italienische Maßnahme als unzumutbar kritisiert. Deutschlands Italienurlauber sind sauer. Sie fühlen sich von der italienischen Anordnung, das Tempolimit auf 110 Stundenkilometer zu senken, überfahren, überrascht und ausgenommen. Wie ist denn die Reaktion der Bundesregierung? Das ist über Nacht gekommen. Das ist nicht mit uns vorberaten, ja nicht einmal vorangekündigt worden. Tatsächlich habe ich bis heute noch keine offizielle Benachrichtigung von der italienischen Regierung. Und ich halte es gegen Treu und Glauben verstoßen und damit rechtswidrig, wenn man deutschen Urlaubern, die nicht wissen können, dass diese Geschwindigkeitsbeschränkungen neu verfügt worden sind, dafür Bußgelder abnehmen wollte, dass man die nicht einhält. Aber was mindestens so gewichtig ist, es ist auch nicht mit der Gastlichkeit eines großen Urlaubslandes vereinbar. Haben Sie heute schon Kontakt aufnehmen können mit römischen Stellen und gibt es aus Rom schon Reaktionen? Ich habe bereits am Wochenende meinem italienischen Kollegen ein Fernschreiben geschickt und ihn auf diesen Gesichtspunkt hingewiesen. Er ist im Augenblick unterwegs. Es ist vorgesehen, so wie er zurückkehrt, dass ich ihn auch telefonisch selbst anrufen werde. Aber die Italiener haben ja noch nicht einmal bis jetzt an den Grenzen den Hinweis angebracht auf die neue Regelung. Und ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass Touristen belangt werden zu einer Zeit, wo sie bei der Einreise das gar nicht wissen können. Was anderes ist es natürlich für die italienischen Verkehrsteilnehmer selbst. Der SPD-Umweltexperte Lennartz hat die Bundesregierung aufgefordert, dem italienischen Beispiel zu folgen und unverzüglich ein Tempolimit auf Autobahnen festzulegen. In einem Zeitungsinterview schlug Lennartz vor, einen Modellversuch für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung zu den Hauptferienzeiten zu starten. So könnte man Vergleichsdaten über die Zahl der Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten und über die Schadstoffbelastung der Luft durch Staus erhalten. In der iranischen Hauptstadt Teheran haben heute 2 Expertengruppen der Vereinten Nationen ihre Arbeit aufgenommen. Sie wollen sich vor Ort über die Lebensumstände der Kriegsgefangenen informieren und einen Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsgegnern Iran und Irak erreichen. Außerdem sollen Einzelheiten einer Feuerpause am Golf erörtert werden. Der iranische Außenminister Velayati ist gestern nach New York gereist, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Erwartet wird dort auch sein irakischer Kollege Aziz. Velayati hat die UNO dazu aufgefordert, etwas gegen die jüngsten irakischen Offensiven zu unternehmen. In beiden Frontabschnitten kann derweil von einer Feuerpause nicht die Rede sein. Trotz der Bereitschaft zu Verhandlungen wird auf beiden Seiten weitergekämpft, besetzt und zurückerobert. Die Iraker kämpfen auf iranischem Territorium und halten nach wie vor im mittleren Frontabschnitt 4000 Quadratkilometer und 5 iranische Städte besetzt. Allerdings hat der irakische Generalstab heute einen Rückzug der Truppen aus dem westiranischen Territorium angekündigt. Das iranische Fernsehen berichtete vom Erfolg einer eigenen Offensive. Laut einer Sondermeldung von Radio Teheran sollen 40 Quadratkilometer zurückerobert, 1500 irakische Soldaten getötet oder verletzt und mindestens 50 gegnerische Panzer und Militärfahrzeuge vernichtet worden sein. Der Irak dementierte diese Meldungen. UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar sagte in New York dazu, wegen der komplexen Situation könne frühestens in 10 Tagen mit einem Termin für den Waffenstillstand gerechnet werden. Bei Raketenangriffen afghanischer Rebellen auf die Hauptstadt Kabul sind in den vergangenen 2 Tagen 18 Menschen getötet und 45 verletzt worden. Damit sind nach Angaben der amtlichen sowjetischen Nachrichtenagentur TASS seit Beginn des sowjetischen Truppenabzugs aus Afghanistan am 15. Mai insgesamt 154 Menschen bei Anschlägen der Mujahedin ums Leben gekommen. Der Streik der armenischen Bevölkerungsmehrheit von Bergkarabach ist heute nach 2-monatiger Dauer zu Ende gegangen. Die Aktion hatte zum Ziel, die Forderung der zu Aserbaidschan gehörenden Region nach einer Rückgliederung an Armenien zu unterstreichen. Journalisten aus Stepanakert berichteten heute, die Situation in Bergkarabach habe sich wieder normalisiert.
In den Straßen der Regionshauptstadt herrsche alltäglicher Betrieb. Auch der öffentliche Nahverkehr funktioniere wieder. Die Stimmung bleibe dennoch weiterhin sehr gespannt. Die vorwiegend christlichen Armenier wollen nach wie vor den Anschluss an Armenien weiter verfolgen. Eine Fortsetzung des Streiks sei im Moment aber sinnlos, hieß es in Stepanakert. Idylle und Normalität demonstrierten auch die Bilder des sowjetischen Fernsehens aus Erewan. Die Parteiführung der Sowjetrepublik Armenien hatte gestern einstimmig die Resolution des obersten Sowjet in Moskau gebilligt. Darin wurde eine Vereinigung mit der Exklave Bergkarabach eine Absage erteilt. In mehr als 100 Fabriken soll sogar am Wochenende gearbeitet worden sein, um den Produktionsausfall durch die Streiks wieder aufzuholen, wie aus Erewan verlautete. Die israelische Armee hat anlässlich des islamischen Opferfestes 150 Palästinenser freigelassen. Ein Armeesprecher teilte in Jerusalem mit, die Häftlinge seien als Gäste des guten Willens von einem Gefangenenlager in den Gazastreifen gebracht worden. Grund für die Inhaftierung der jetzt Freigelassenen war der Vorwurf, an gewaltsamen Demonstrationen teilgenommen zu haben. Häftlinge freigelassen. Die israelischen Besatzungsbehörden haben 150 Palästinenser aus dem Gefangenenlager Ketziot in Südisrael entlassen. Sie waren wegen ihrer Teilnahme an gewalttätigen Demonstrationen im besetzten Gazastreifen festgenommen worden, wie ein Militärsprecher in Jerusalem erklärte. Die israelischen Besatzungsbehörden haben die Freilassung als Geste des guten Willens bezeichnet. Anlass war der dreitägige islamische Eid el-Adha-Feiertag, ein muslimisches Opferfest. Nach Rundfunkmeldungen sind in Ketziot mehr als 3000 Menschen inhaftiert. Aus den Parlamentswahlen in Thailand ist die Regierungskoalition des seit 8 Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Prem als Siegerin hervorgegangen. Die 4 Parteien des Bündnisses erzielten mit zusammen 58% der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit. Beobachter in Bangkok rechnen fest mit der Wiederwahl des parteilosen Prem zum Regierungschef. Die Kollision eines japanischen U-Boots mit einem Fischkutter am Samstag vor der Bucht von Tokio hat vermutlich 29 Menschenleben gekostet. Für 21 Vermisste gibt es kaum noch Hoffnung. Die meisten Opfer dürften in 50 Meter Tiefe im Schiffsinneren eingeschlossen sein. Der Kutter, der sich auf einer Angelfahrt befand, war nach dem Zusammenstoß innerhalb von 2 Minuten gesunken. Die Bergungsarbeiten wurden heute von den Angehörigen der Opfer vor Ort verfolgt. Der Kurs des US-Dollars hat sich heute deutlich erholt. In Frankfurt lag der amtliche Mittelkurs der amerikanischen Währung bei einer Mark 83,71. Das sind knapp 1,3 Pfennig mehr als am letzten Freitag. Der Sportartikelhersteller Puma hat seit der Börseneinführung im Jahr 1986 einen schweren Stand. Zu spät erkannte das Herzogenauracher Unternehmen die Modetrends, vor allem im USA-Geschäft. Auch in der letzten Bilanz tauchten wieder rote Zahlen auf. Bei der Hauptversammlung in München musste der Vorstand den Aktionären heute Rede und Antwort stehen. Tiefrot wie die Kulisse bei Vorlage des Geschäftsberichts vor den Aktionären heute Vormittag, so waren auch die Zahlen, die darin ausgewiesen wurden. Die Nettoumsätze der Puma AG sind um 9% auf rund 636 Millionen Mark weiter gefallen. Insgesamt wies Puma einen Verlust von 32 Millionen Mark für das vergangene Geschäftsjahr aus. Das ist dennoch besser als ein Jahr zuvor. Allerdings nur, weil Hauptaktionär Armin Dassler auf Forderungen in Höhe von rund 40 Millionen Mark verzichtet hat. Außerdem musste die Belegschaft von rund 1500 auf 1200 Mitarbeiter abgebaut werden. Sorgenkind ist weiter der amerikanische Markt, auf dem fast die Hälfte des Weltsportgeschäfts abgewickelt wird. Konkurrenten wie Reebok oder Nike machen Puma dort das Leben schwer. Nun will man mit neuem Design und extravaganter Mode jenseits des Atlantiks präsent sein. Für Tennisstars wie Boris Becker, Martina Navratilova und auch Diego Maradona wurden jährlich rund 40 Millionen Mark von Puma ausgegeben. Diese Zeiten sind vorbei. Die Verträge wurden vorzeitig gekündigt. Die Bundesregierung und die Koalitionsparteien lehnen es ab, die Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Der stellvertretende Regierungssprecher Schäfer erklärte in Bonn, die Beamtenversorgung bleibe ein eigenständiges System. Eine Besitzstandsgarantie für Beamtenpensionen könne es aber nicht geben. Am Wochenende hatte der SPD-Sozialpolitiker Hayen gefordert, auch für Beamte Rentenbeiträge einzuführen. Bundesarbeitsminister Blüm hatte eine solche Maßnahme ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Der Hessische Landtag wird am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammentreten, um einen neuen Präsidenten zu wählen und über die Diätenaffäre zu beraten. Einem entsprechenden Antrag der Grünen schlossen sich heute auch die Fraktionen von CDU, SPD und FDP an. Nachfolger des zurückgetretenen Landtagspräsidenten Dengemann soll der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Möller werden. Die Unionsfraktion nominierte Möller in geheimer Wahl mit 36 gegen 6 Stimmen. Die orkanartigen Stürme über Süd- und Ostbayern haben gestern Schäden in mindestens zweistelliger Millionenhöhe verursacht. 9 Menschen wurden verletzt. Bayerns Finanzminister Streibel will noch im Lauf dieser Woche über Hilfsmaßnahmen für Geschädigte entscheiden. Eine Schneise der Verwüstung hat das Unwetter hinterlassen. Hunderte von entwurzelten Bäumen und geknickten Strommasten. Auch heute am Tag danach waren die Spuren noch deutlich zu sehen. Die Aufräumungsarbeiten dauerten den ganzen Tag an. 2000 Einsätze hatten Technisches Hilfswerk und Feuerwehr bis Montagabend zu verzeichnen. 800 Mal musste allein die Münchner Berufsfeuerwehr ausrücken. Noch immer zerbeulte Autos am Straßenrand, überall geäst und durchweichte Kellerräume. Viel zu tun hatten auch die Arbeiter der Elektrizitätswerke. Mancherorts gab es auch heute noch keinen Strom. Die Leitungen, die der Orkan umgerissen hatte, müssen erst repariert werden. Das Unwetter, eine Kaltfront aus Frankreich, kam von Westen auf die Landeshauptstadt zu. Hier ein Satellitenbild von gestern 16 Uhr. Es war davor noch mal Zeit genug, durch Sonnenschein eine Höchsttemperatur von 28, in Passau sogar 30 Grad zu erreichen. Das gab natürlich noch die restliche Energie, um die Gewitter, die in dieser Kaltfront linienhaft angeordnet waren, örtlich deutlich zu verstärken und natürlich entsprechende Schäden anzurichten. Inzwischen laufen bei den Versicherungen die Drähte heiß. Auf mindestens 20 Millionen Mark schätzte heute ein Experte den Gesamtschaden. Eins steht somit fest: Ganz so teuer wie 1984 wird dieses Unwetter nicht. Minister Streibel wies die Regierungen von Ober- und Niederbayern an, das genaue Schadensausmaß zu ermitteln, und versprach in besonders drastischen Fällen schnelle Hilfe. In den Warenhäusern fiel heute bundesweit der Startschuss zum diesjährigen Sommerschlussverkauf. Wegen des sommerlichen Wetters war die Jagd auf preiswerte Angebote zum Auftakt nicht ganz so heiß wie in den letzten Jahren. Dennoch kam es an den Wühltischen zu den bekannten Szenen. Heute Morgen um 7 Uhr in Würzburg. Bereits eine Stunde vor Geschäftsöffnung viele Kunden vor den Kaufhäusern. Der Sommerschlussverkauf beginnt dann eine Stunde später recht stürmisch. Gefragt waren in erster Linie leichte Sommertextilien, die bis zu 70% reduziert waren. Den Geschäftsleuten wäre kühleres Wetter lieber gewesen, denn die Konkurrenz der Schwimmbäder machte sich bemerkbar. Der Ansturm auf die Sonderangebote war nicht so stark wie im Vorjahr. Hinzu kam, dass erstmals die Ferien in Bayern vor dem Sommerschlussverkauf begannen. Auch deshalb blieb ein Teil der Kundschaft aus. Das Fazit der Geschäftsleute nach dem ersten Tag des Sommerschlussverkaufs 1988: zufriedenstellend, aber eine Steigerung ist wünschenswert. Meine Damen und Herren, diese Tagesschau heute wegen eines Technikausfalls in Hamburg aus München. Das Wetter. Tagsüber sonnig und sehr warm, nachts klar. Im Nordwesten und Norden gebietsweise gewittrige Niederschläge.